Es ist sehr schwer für mich, den Rhythmus zu finden. Sehr schwer, den Rhythmus zu finden. Das Einzige, was mich abhärtet, ist der Hass. Wenn ich mir ein Foto von der zerbombten Geburtsklinik in Mariupol ansehe, blüht in meinem Herzen der Hass auf die Raschisten. Meine Freundin kann ihre Eltern nicht finden. Sie lebten in Mariupol. Ich schlage meiner Freundin vor, Kiew zu verlassen und ins Ausland zu gehen und bekomme eine klare Antwort: I will go nowhere without my parents. I will go nowhere without my parents. Either we will go out together or we die together. Hatred is born in my heart when I read comments under the posts of fashionable Russia bloggers like, "What have we done?" Hatred and anger are purely physiological sensations. War and physiology go hand in hand, shoulder to shoulder, like Siamese twins. This cannot be explained, just as childbirth cannot be explained. Hatred makes it difficult to breathe. It's hard to breathe. Hatred makes you want to kill. You want to kill the one who kills you. When I fled my hometown, I took a knife. I took a knife to protect my child. My child is not afraid of air raid sirens. She is no longer afraid of air raid sirens. When we first fled to a bomb shelter, my daughter was frightened and said odd, scary things like, "I had plans for life. I don't want to die. I had plans." My child is 12 years old. We all had plans for life. Now the ground has been pulled out from under my feet. I have no plans. I stand strong only because I love those who remain at home. Since the war began, my eyesight has been shot. Although vision does return when your child is in danger. And you grow strong, standing on the step of a train, pulling your child from a crowd of mad people shouting, "Please, please," at the conductress. You pull your child out of the crowd by her arm. Your child is wearing a funny hat with a pom-pom on top, very touching. And you are very strong at this moment, pulling your child who is on the step of the train by her arm. As a teenager, I dreamed of my school lifting off in the sky. The school was named after Pushkin in Kiev. Now bombs are falling there. You must be careful what you wish for. The Omata Children's Hospital stands across the street from my school. There is no one there but children and doctors. As a result of the first shelling, one child who was being treated at Omatet died. Since the war began, my eyesight has been shot. I can't see letters without glasses. My eyesight came back only once, when I was able to read an important message in a screenshot. It was a life and death message. Your vision sharpens when it comes to life and death. Hatred is a physiological property. I write in Russian and I hate it. I write in Russian because I want this text to be read by Russians. I realized that hatred is a purely physiological feeling when I was at a cold train station and I watched a crowd of people getting off the train. The train spat people out onto the snow-covered platform as my child was chewing gum. The chewing gum is bloody because my child's nose is bleeding. Blood flows, although my child is calm. There's blood coming from her nose. This is how anxiety manifests itself. The anxiety that my little girl has been trying to contain all this time. The fact that the passengers arrived from Kiev could be read on their faces. It's easy to read faces when everyone has one face. War puts a stamp on faces, a singular stamp. I do not feel sorry for conscripts. Shit on them. I do not feel sorry for Russian soldiers,
Shit on them. I do not feel sorry for Russian women who will not be able to buy up IKEA. IKEA? They won't be able to buy it up? Burn in hell, bitches. I feel sorry for Ukrainian children, our elderly, and our women who tried to escape the war but were killed by the Russian occupiers. The photos are on the internet. Right there, on the internet. This evidence of the crimes of Russian soldiers will resurface in The Hague. There once lived a horse near Kiev. She lived in a good stable. She was 4 years old. For a horse, 4 is the age of a teenager. Translated into human age, it's about 12 years or so. Like my daughter. The horse's name was Friday. The Russians captured the stables and starved the horses. Starved them. Does it make sense to talk about starving horses when Russian orcs are killing civilians in Ukraine? Does it make sense to talk about Friday, who is 4 years old, that's about 12 human years? Does it make sense to talk about a horse when children are dying? Does it make sense to talk about a pony I always loved when children are dying? Does it make sense to talk about horses when people are dying, when children are dying of dehydration? We're not talking about Friday. We do not know what's happened to her. We keep hoping. We know that one good little pony is dead. We know that 5 more horses are dead. No, we're not talking about Friday. Ich rufe Mama an und sage Luft. Ich rufe Papa an und sage Luft. Ich rufe Sascha an und sage Luft. Ich höre ihre müden und ruhigen Stimmen und ich schäme mich, dass ich hier bin und sie dort in Kiew. Und Papa sagt zu mir, Schatz, du hast uns als Kind nie schlafen lassen, du hast uns nicht schlafen lassen. Jetzt bist du doch erwachsen, lass uns einfach schlafen. Uns geht es gut. Uns geht es gut. In dem großen Hochhaus sind sie und noch ein paar ältere Leute ganz allein. Vor lauter Hass auf die russischen Wichser kann ich nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Krieg ist, wenn du nicht atmen kannst. Vor Hass. Krieg ist, wenn der Körper sich zusammenzieht vor Angst um deine Lieben. Wenn du mit deinem Kind im Ausland bist und die ganze Zeit durch die Nachrichten scrollst. Dich nicht am Anblick der hübschen europäischen Gässchen erfreuen kannst. Dein Herz ist zu Hause. Du lebst zu Hause. Du liest, was deine Verwandten im Falle eines chemischen Angriffs tun müssen. Du hast Angst um sie, du weinst. Du kannst nicht weinen. In Kiew war es leichter. In deinem Land ist es leichter. Du schämst dich, dass du weggegangen bist. Du lebst nur von den Nachrichten und dem Chat mit Freunden. Deine Beine sind schwach. Deine Verwandten in Kiew halten sich tapfer. Du versuchst es auch und weinst nicht. Du bist in Sicherheit, verdammte Scheiße, obwohl du nach allem, was passiert ist, weißt, dass es keine Sicherheit gibt. Alles kann sich innerhalb eines Tages ändern. Zu Anfang versuchst du, deine Verwandten zu drängen. Ihr müsst weg aus Kiew. Was denkt ihr euch? Gibst kluge Tipps, weil du ja selber weggegangen bist. Aber dann sagt Mama mit leiser Stimme, dass sie keinen kleinen Koffer hat. Sie hat keinen kleinen Koffer und an der Intonation spürst du ihren Herzschlag. Sie hat eine Scheißangst. Sie ist froh, dass du, dumme Pute, gegangen bist. Aber sie ist dort. Sie ist dort mit Papa. 2 wehrlose Menschen, die in einem Hochhaus allein sind mit noch ein paar Nachbarn. Und du beschließt, besser die Klappe zu halten. Du beschließt, besser die Klappe zu halten, weil jeder Druck von denen, die weggegangen sind, auf die, die geblieben sind, ist wie ein wehrloses Kind zu schlagen. Ist wie ein Kind zu schlagen. Ich hatte eine Freundin. Wir sind mal zusammen auf die Krim gefahren. Meine Freundin hieß Ira Dubrova. Wir sind irgendwann in den Nullerjahren auf die Krim gefahren, als unser größtes Problem darin bestand, den Sinn des Lebens zu finden und Hosen, die am Hintern gut sitzen.
Meine Freundin lebte in Butscha, einer Kleinstadt in der Nähe von Kiew. Meine Freundin war das letzte Mal am 2. März online. Sie ist nicht mehr erreichbar. Ihre Mutter hat Diabetes. In Kiew gibt es Probleme mit Insulin. Butscha wurde zerstört. Ich versuche mir vorzustellen, wie sich meine Freundin und ihre Mutter in einen Keller gerettet haben, wie sie ihre Katze gerettet hat. Ich versuche sie zu finden. Ich schicke Suchanfragen. Niemand weiß irgendwas. Ich lese unsere Nachrichten. Ich denke daran, wie wir in den Nullerjahren auf der Krim rumgelaufen sind, wie wir Kurkurwein getrunken haben, wie uns schlecht geworden ist, wie wir Musik gehört haben. Ich denke an die Zeit, als unsere wichtigste Frage war, wozu leben wir und nicht, wie überleben wir. Ich hoffe, meine Freundin ist am Leben. Sie hat einfach ihr Telefon verloren, als sie in den Evakuierungsbus gestiegen ist. Sie hat einfach ihr Telefon verloren. Abend. In Kiew ist Sperrstunde. Ich rufe den Mann an, den ich liebe. Wir reden über den Tag. Reden darüber, wie der Tag war. Ich streiche still über den Bildschirm. Dort, wo seine Wange ist. Ich möchte ihn küssen und kann nicht. Zwischen uns ist ein Abstand. Zwischen uns ist der Krieg. Und ich will so sehr zu ihm. Will so sehr zu ihm. Ich will nach Hause.